In der Tat ist es so, dass wir in der Praxis häufig Patienten sehen, die Auffälligkeiten im Essverhalten entwickeln. Und oft ist es so, dass die ersten Anzeichen von der Familie nicht wahrgenommen werden oder vielleicht sogar falsch positiv konnotiert werden. Beispiele sind ein vermehrtes Achten auf Kalorien, also ein Beginn von Kalorienzählen oder ein sehr selektives Essen, dass bestimmte Nahrungsmittelgruppen überhaupt nicht mehr gegessen werden. Ja, es ist in der Tat so, dass Essstörungen ja mit einem Auseinanderklaffen des eigenen Körperbilds mit dem, wie man sein möchte, als Grundlage haben. Und häufig ist es so, dass Jugendliche sich da Vorstellungen machen davon, was ideal ist, die einfach weit von dem abweichen, was gesund ist. Man muss sich klar sein, dass die Rollenmodelle, die sich Jugendliche holen, häufig aus dem Internet stammen und hier handelt es sich oft um künstlich nachbearbeitete Bilder und das ist den Jugendlichen häufig nicht bewusst, sodass sie zum Beispiel eine extreme Schlankheit als Normzustand ansehen und auch anstreben. Also ein wichtiger Punkt ist erstmal den Selbstwert der Jugendlichen nicht zu untergraben. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man keine negativen Kommentare abgeben sollte über die Figur oder das Aussehen von einem Jugendlichen. Als Jugendlicher gelangt man ja typischerweise in eine Situation, wo man sich mehr Gedanken darüber macht, wie man auf die Umwelt wirkt, als das im Kindesalter der Fall ist. Und sehr häufig ist es so, dass man den eigenen Körper dann nicht in Ordnung findet und daraus kann sich in Kombination mit niedrigem Selbstbewusstsein oder auch in Kombination mit einem hohen Kontrollbedürfnis eben eine Essstörung entwickeln. Oft ist es eine Kombination von Auslösern. Wie ich gesagt habe, ein Körperbild, was von dem abweicht, was der eigene Körper jetzt gerade darstellt, also eine Unzufriedenheit mit dem eigenen Aussehen, oft gepaart mit einer schlechten sozialen Eingebundenheit, vielleicht auch mit Hänseleien oder sogar Mobbing. Und ein niedriges Selbstbewusstsein sind wahrscheinlich die wichtigsten Faktoren. Also zunächst mal ist wichtig, dem Jugendlichen oder der Jugendlichen ein realistisches Bild über das, was normal ist, zu geben. Das heißt, also ich gehe in der Regel so vor, dass ich den Jugendlichen dann zeige, wo sie mit der Größe und mit dem Gewicht auf den Perzentilkurven liegen. Und es ist zum Beispiel so, dass jemand, der sehr groß ist fürs Alter, eben auf den Perzentilkurven in der Regel auch mit dem Body Mass Index über der 50. Perzentile liegt, ohne dass das ein zu dick bedeutet. Wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass ein Jugendlicher adipös ist, dann geht es um die Analyse, woran das liegt. Und da können sehr unterschiedliche Ursachen vorliegen. Es kann sein, dass zu wenig Bewegung ist. Häufig ist es zu viel Bildschirmzeit und zu viel sitzende Aktivität. Es kann sein, dass ein ungünstiges Essverhalten vorliegt, aber das ist eben immer individuell festzustellen und es gibt halt keine Lebensmittel, die pauschal gut oder schlecht sind. Und damit ist es auch nicht getan zu sagen, iss einfach weniger zum Beispiel Schokolade, sondern es geht darum zu analysieren, wo das Problem liegt und dann gezielt präventiv tätig zu werden. Absolut, weil sowohl der Jugendliche als auch die Eltern in der Regel damit überfordert sind, zu wissen, was ist jetzt eine ideale Nährstoffzufuhr für einen Jugendlichen beispielsweise mit 13 Jahren und wie sich das unterscheidet von dem, was die optimale Nährstoffzufuhr für einen Jugendlichen mit 16 Jahren ist. Außerdem ist es so, dass man im Jugendalter eben sozusagen beim Abnehmen mitnutzen kann, dass man ja noch wächst. Also wenn man tatsächlich adipös ist, ist es so, dass es unterm Strich viel einfacher ist,
mit 13 Jahren anzufangen, was dagegen zu machen, als wenn man erst mit 20 Jahren damit beginnt. Und wenn man nichts dagegen macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit über 95%, dass man mit 20 Jahren ebenfalls noch adipös ist, wenn man mit 13 adipös ist. Also ich denke, dass in dem Fall ein Kinder- und Jugendarzt tatsächlich ein sehr sinnvoller Ansprechpartner ist, weil solange man sich noch im Wachstum befindet, eben die Berücksichtigung der Besonderheiten des Wachstumsalters besonders wichtig sind. Und da sind Allgemeinärzte in der Regel nicht sehr gut geschult in diesem Bereich. Es ist in der Regel auch nicht so, dass jemand, der Auffälligkeiten in seinem Essverhalten wahrnimmt, denkt, dass er sofort zum Psychiater gehen muss. Ich glaube, das ist auch nicht nötig in jedem Fall. Es geht zunächst mal ja um die Feststellung, liegt ein Problem vor oder nicht. Und da sind Kinder- und Jugendärzte eigentlich der richtige Ansprechpartner.